Welcome to Road Rarities. Mein Name ist Thomas Schulz. Ich bin hier jetzt mit einem Triumph Herald aus dem Jahr 1962. War immer schon so ein Wunschstück von mir, weil ich so ein Auto in jungen Jahren einmal gefahren habe. Habe dann etwas gesucht nach so einem Auto und bin im Mühlviertel bei uns in Oberösterreich fündig geworden. In einem Stall stand dieses wunderbare Ding. Da haben Tiere drin gewohnt, Mäusefamilien, Hühner, und die sind delogiert worden und das Auto ist dann nach Ischl gebracht worden. Ich habe es dann begonnen, Stück für Stück zu zerlegen. Es ist also das ganze Auto letztendlich dann in Stücken dargelegen. Jedes Teil für sich ist neu aufbereitet worden. Wo das nicht ging, habe ich mir aus England Teile besorgt und habe dann begonnen, das Ding wieder so zusammenzubauen, dass es einigermaßen vernünftig ausschaut. Dieser Herald ist jetzt, so sagt man mir, ich behaupte es selbst nicht, schöner als ein neuwertiger. Es sind alle Teile wirklich auf neuesten Stand gebracht. Ich fahre mit dem Auto 2-3 Mal eine kleine Ausfahrt im Jahr. Es macht Spaß, mit dem Ding unterwegs zu sein. Es ist kein Rennauto, aber doch für die damaligen Zeiten ein relativ flottes Fahrzeug mit 55 PS. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der ich das Ding eben damals als Jugendlicher gefahren habe, da haben meine Kollegen Autos gehabt mit 25 oder 30 oder der VW Käfer mit 34 PS und ich war mit stolzen 55 PS natürlich irgendwie da in der Oberliga angesiedelt. Die Verwendung von so einem Fahrzeug hat damals eine andere Dimension gehabt, wie man sich heute vorstellen kann. Wir sind zum Beispiel mit so einem Herald zu sechst von Bad Ischl über den Pass Gschütt nach Abtenau zum Skifahren gefahren. Auch mit 6 Paar Ski am Dach oben drauf. Heute unvorstellbar. Hat eben Spaß gemacht und zeigt, wie sich die Zeiten, die automobilen Zeiten für uns alle geändert haben. Es ist mit dem Auto also doch ein Blick zurück und auch ein sich bewegen zurück in die Zeit von damals, die nicht immer nur von großen, feinen Überraschungen gekennzeichnet ist, sondern es wird einem ganz, ganz rasch bewusst, dass die automobile Geschichte in dieser Zeit doch riesige Fortschritte gemacht hat. Und das Fahren mit diesem Auto hier zwar schön, nett und spaßig ist, aber mit einem Fahren mit einem Fahrzeug von heute kaum mehr irgendwie vernünftig zu vergleichen ist.
Bei diesem Auto gibt es noch ein altes System am Tank. Es gibt eine sogenannte Reservestellung. Das ist damals mit einer Schrift angezeigt worden am Tank. Es war mir wichtig, diese Schrift wieder zu bekommen. Ich habe von 3 verschiedenen Tanks Schriftreste fotografiert. Wir haben die digitalisiert dann und dann ein Original von dieser Schrift wiederhergestellt, um ein Original auf diesem Tank drauf zu haben. Das ist also die Originalschrift wie werks ausgeliefert. So, ein weiteres Detail, das mir Spaß gemacht hat, ist an der Heizanlage ist im Original ein Aufkleber von der Firma Smith, dem Hersteller der Heizung, zu finden. Den Aufkleber gibt es natürlich nicht mehr. Ich habe den alten gerettet, habe ihn aufbereitet und bin froh darüber, dass ich diesen alten Smith-Aufkleber auf der jetzigen Heizung auch wieder drauf habe. Ein wesentliches Detail in meinen Augen, um ein Auto-Original wieder darzustellen. Ansonsten ist bei dem Herald alles im Originalzustand. Es ist nichts modifiziert. Es sind alle Teile wieder aufbereitet und das Fahrzeug ist neu aufgebaut. Ein interessantes Zeichen vielleicht, ganz wichtig, der Herr Michelotti steht für die Formgebung. Once again.